Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Inforce die WML und die WML-X Waffenlampen für die Langwaffe. Zuerst das Wichtigste in Kürze, ihr habt es gerade schon im Disclaimer gesehen. Wir befinden uns aktuell in Österreich, wo wir legal nach dem dortigen Waffengesetz mit Laser- und Lichtmodulen arbeiten können. Um euch das zu präsentieren, bitte das jeweilige Landesgesetz beachten beim Umgang und natürlich auch beim Kauf. In Deutschland natürlich nur mit Ausnahmegenehmigung oder als Behörde. Nur, dass ihr es mal gehört habt. In anderen Ländern sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Ja, Inforce hat die WML, die Weapon Mounted Light und die WML-X schon eine Weile im Programm. Wir sind aktuell schon in der 3. Generation. Wir haben hier einen großen Vorteil bei diesen Lampen im Vergleich zu anderen Herstellern, dass man hier auf Glasfaser verstärktes Nylon setzt und nicht Aluminium. Zumindest bei den Vorgängerversionen waren die auch wirklich fast zu 100% aus Glasfaser verstärkten Nylon, hat jetzt aber in der Generation 3 gesagt, wir wollen als Verbesserung da ein bisschen Aluminium mit reinbringen. Das ist quasi auch einer der Vorteile gegenüber der Generation 2, für alle, die das interessiert. Wir haben jetzt hier bei allen Lampen der WML und WML-X-Serie Aluminiumköpfe, was ein bisschen mehr Gewicht bringt, aber dadurch auch eine höhere Leistung möglich ist, weil eben mehr Hitze besser verarbeitet werden kann durchs Aluminium im Vergleich zum Nylon und das auch schneller abkühlt. Weiterhin neu ist hier auch der Einsatz von Aluminium bei der Montage. Das war in der Vergangenheit bei manchen Lampen das Problem, dass da eine Bruchstelle entstehen konnte und durch die Aluminiumbacken, die jetzt hier unten verwendet werden, hat man dieses Problem eben nicht mehr. Das heißt auch hier eine Verbesserung in der Stabilität. Auch in Sachen der Leistung und der Reichweite hat sich was getan, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Das ist den Aluminiumköpfen dann auch geschuldet. Im Vergleich zum Vorgängermodell habt ihr hier eine höhere Lumenleistung, ihr habt eine höhere Candela-Leistung und ihr habt auch eine höhere Reichweite. Wir haben euch hier einmal den Chart eingeblendet, wo ihr den direkten Vergleich zwischen WML Generation 2 versus Generation 3 mit Weißlicht und IR eingeblendet, wo ihr nochmal direkt nachlesen könnt, wo hier die Improvements sind, was die Leistung angeht. Um euch kurz mal abzuholen für alle, die Inforce nicht kennen, gerade bei den Waffenlampen ist es so, man hat hier von der Ergonomie und von der Einfachheit halber ein sehr, sehr cooles System geschaffen in verschiedenen Leistungsklassen und natürlich auch in Kombination mit Weißlicht und IR-Licht, um euch die Möglichkeit zu geben, hier Licht an die Langwaffe zu bringen. Ihr seht schon, das ist alles integriert, das heißt, ihr braucht eigentlich keine weiteren Zubehörteile mehr zu kaufen, also keine Montage mehr kaufen. Es sei denn, ihr wollt irgendwie das ganze Offset an der Waffe montieren. Ja, dadurch, dass hier eine Picatinny auf der Unterseite angebracht ist, ist die Lampe natürlich dann auch immer flush am Körper, ob ihr so oben montiert oder an der Seite montiert. Aber aufgrund des abgeflachten Schaltknopfs hier am hinteren Ende ist sie auch in der Regel immer sehr ergonomisch. Also der einzige Grund für eine schräge Montage kann eigentlich nur sein, dass es irgendwie mit eurem Lauf in Problem oder dass da irgendwas im Weg ist, was dann durch einen 45-Grad-Offset zum Beispiel aus dem Weg geschafft werden muss. Die Montage ist denkbar einfach. Dazu schraubt ihr einfach hier an der Schraube, das eine Rändelschraube ist, die aber auch mit einem Schraubendreher entsprechend angezogen werden kann, das Ganze auf. Und dann habt ihr hier auch eine Klemmbacke, die dann bei Picatinny eingeklemmt werden kann. Auf der anderen Seite ist eine starre Klemme. Die nehmt ihr einfach eure Langwaffe, packt das dahin, wo ihr es haben wollt, setzt das einfach auf und dann sitzt das schon eigentlich recht straff und dann muss es eigentlich nur noch mit der Schraube fixiert werden, damit das passt. Ich habe jetzt hier bei der Blue Gun leider einen relativ kurzen Weg, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, wie das Ganze hier aussieht. Wir zeigen euch das Ganze ja auch nochmal auf der Schießbahn mit allen Modellen. Ja, dann habt ihr hier im hinteren Bereich bei allen WML und WML-X-Modellen den Sicherungshebel. Der ist rein mechanisch, bedeutet, dieser Hebel dient dazu, um versehentliches Einschalten zu verhindern. Den könnt ihr einfach nach oben legen und dann ist hier natürlich der Weg blockiert, um an den Knopf ranzukommen. Ihr könntet aber im schlimmsten Fall, also auch im Notfall, so scheiße, ich muss doch Licht haben, könnt ihr immer noch hier hinten dran das Ganze drücken. Aber so ein typisches, ich komme da versehentlich mal drauf, kann dann durch diesen
Sicherungshebel hier verhindert werden. Je nach Modell habt ihr dann hier auch einen Kippschalter, der euch dann entweder Dauerlicht, Momentlicht, Strobe oder IR gibt, je nachdem, was ihr da gerade habt. Ich habe jetzt hier einmal, wie ihr sehen könnt, Dauerlicht mit, ich drücke und schalte aus, wenn ich es nach vorne habe, und wenn ich es hier nach hinten habe, habe ich hier nur Momentlicht auf dieser Variante. Bei IR wäre es dann so, dass ich dann hier natürlich auch IR habe und als Sicherungsmechanismus für alle, falls die Lampe für den Transport genutzt werden muss, geht man den einfachen Weg und dreht einfach den Kopf hier im vorderen Bereich ein bisschen lose. Das reicht schon, genau. Und dann wäre die Lampe für den Transport auch gesichert. So viel erstmal als genereller Überblick zu den Inforce-Lampen. Ihr seht schon, durch diese ganz flache Montage ergibt sich beim Waffenhandling hier ein sehr, sehr gutes Feeling für den Knopf, ohne dass irgendwelche Kabelschalter oder sonst was benötigt werden. Das ist tatsächlich der Riesenvorzug bei den Inforce-Lampen für alle, die es einfach und simpel haben wollen auf den Waffensystemen, oder auch wenn ihr ein Waffensystem habt, was vielleicht ein bisschen kürzer ist, wo die Rail nicht so viel Platz hergibt, dass ihr noch mit dem Kabelschalter arbeiten könntet, hättet ihr hier mit der Lampe inklusive dem Druckpad in der richtigen Orientierung schon angelegt, das Ganze zur Bedienung. Wir unterteilen jetzt hier nicht in Schwarz- und Sandfarben. Das haben wir einfach nur zufällig ausgewählt, um euch auch zu zeigen, dass es beide Farben als Option gibt. Das wäre einmal Schwarz und nicht Sandfarben. Das ist eigentlich nicht korrekt, denn das ist tatsächlich Flat Dark Earth. Wie es auch bei MacPro verwendet wird, habt ihr hier eben die Option, das Ganze in diesen beiden Farben zu wählen. Die Unterschiede liegen tatsächlich in der Leistung und dann auch in der Batteriebestückung. Wir haben hier einmal das Modell WML und WMLX. Man kann schon vermuten, dass beim Namen her die Leistungsklasse definiert wird. Bedeutet, das hier sind die WML-Modelle, die beiden kleineren. Und das hier sind die WMLX-Modelle. Hier haben wir dann jeweils einmal eine nur Weißlicht-Variante und eine Weißlicht-IR-Variante und genauso auch bei den WMLX. Wir sprechen bei der Leistung auch um eine Verdopplung beziehungsweise ein bisschen mehr als eine Verdopplung, je nachdem, welche Variante man hat von der Leistung, dass ihr auch mal schon direkt wisst, wenn wir hier anfangen, wo wir am Ende rauskommen werden. Die WML-Lampen werden mit einer CR123A bedient. Die kommen hier in der Front rein. Das Ganze wird zugeschraubt, ist dann auch 20 Meter wasserdicht. Bei den WMLX-Varianten sind hier zwei CR123-Batterien, die benötigt werden, und auch die werden von vorne eingesetzt. Und dann wird das Ganze hier wieder schön zugeschraubt und kann dann hier auch bedient werden über den hinteren Schalter. Also ganz identisch alles aufgebaut. Einziger Unterschied ist dann natürlich in den Leuchtmodi mit dem IR-Licht und dem Weißlicht und natürlich in der Leistung. Das ist die IR-Variante. Ich muss auch immer prüfen, weil dummerweise, das ist auch ein Manko, aber nur für uns, weil wird sich ja keiner 4 Lampen zu Hause hinlegen, oder ansonsten könnt ihr euch das natürlich auch hier unten drauf schreiben. Man hat hier nicht direkt unten drauf aufgeschrieben, um welches Modell es sich handelt. Das ist das IR-Modell in dem Fall und hier haben wir das Weißlicht-Modell. Hier haben wir eine Leistung von 450 Lumen und einen Throw von 200 Metern bei 10.000 Candela Leistung. Wir haben hier den Kippschalter. Wenn ich den nach vorne lege, habe ich das Dauerlicht. Und wenn ich ihn nach hinten lege, habe ich nur mein Momentlicht. Wir haben für euch natürlich auch draußen nochmal eine Aufnahme, wo ihr das Ganze sehen könnt. Aber nur in der einfachen Variante, weil es gibt ja auch nur eine Leuchtstufe. Als nächstes haben wir die WML IR. Das ist dieselbe Lampe, nur eben mit einer IR-Funktion noch on top. Habe ich eben ja schon geprüft. Wir haben hier eine Weißlichtleistung von 400 Lumen, also ein bisschen weniger Lumen.
und einer ungefähr gleichen Reichweite in der Ausleuchtung, also auch 200 Meter. Dafür haben wir hier aber auch nochmal einen IR-Lichtschalter. Das heißt, ich habe hier nur Dauerlicht, kein Momentlicht, was ich einschalten kann, sondern ich muss dann immer quasi zwischen Dauerlicht weiß oder Dauerlicht IR auswählen, wenn ich das hier umschalten möchte. Haben wir für euch hier auch einmal die Beamshots, einmal in Weißlicht 400 Lumen und in IR 400 Lumen. Für mehr Bums und mehr Reichweite gibt es die WML-X-Modelle. Kurz auch nochmal prüfen, dass ist die IR-Variante, da ist es genau andersrum. Fangen wir mit der Weißlicht-Variante an. Hier haben wir eine Leistung von 1100 Lumen. Das heißt, das ist ordentlich was dahinter mit 25.000 Candela und einer Reichweite von 316 Metern. Könnt ihr hier auch schon deutlich sehen in der Performance auf dem Feld mit dem Weißlicht. Und auch hier wieder die Schalterfunktion. Vorne habe ich den Schalter, habe ich Dauerlicht und nach hinten habe ich nur Momentlicht. Bei der IR-Variante sind die 1100 Lumen auf 900 Lumen zurückgeschraubt. Dafür habe ich hier dann, wenn ich die 900 Lumen habe, bei Weißlicht, zeige ich euch einmal kurz, auch auf dem Feld. Und unter IR habe ich dann immerhin noch 200 Meter Beam-Shot, den ich damit erreichen kann. Unserer Meinung nach hat man bei den Inforce-Lampen in Sachen Ergonomie und Funktion ziemlich viel richtig gemacht, um da eine perfekte Lampe zu schaffen, die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich unter der Konkurrenz liegt. Also für alle, die sagen, ich brauche jetzt keinen Kabelschalter, um irgendwas neu zu verlegen und ich möchte hier direkt mit einem ergonomischen Schalter arbeiten und kann meine Batterien über die Front austauschen. Und mir reicht auch die Leistung, die Inforce angibt. Und gerade bei den WML-X-Varianten sehen wir da überhaupt keine Probleme, was die Leistung angeht. Da ist man sehr gut aufgehoben. Und um es nochmal zu sagen, gerade auch für den Preis, der für die Lampen aufgerufen wird. Ihr bekommt die Produkte von Inforce überall da, wo man Inforce Waffenlampen kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht auch schon aus den ersten Generationen oder zweiten Generationen die WML oder WML-X-Lampen im Einsatz? Schreibt uns gerne mal, was eure Erfahrungen damit sind. Das würde uns sehr freuen und wir geben natürlich auch konstruktives Feedback weiter an den Hersteller, denn der ist auch immer bemüht, sich zu verbessern, was man ja auch an den Aluminiumköpfen und den Aluminiummontageschienen sieht. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.